Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr euch euren eigenen Online-Shop für digitale Produkte mit Shopify erstellen könnt. Ich habe euch schon in anderen verschiedenen Videos gezeigt, wie ihr mit Shopify arbeiten könnt, um physische Produkte zu verkaufen. Heute zeige ich euch aber, worauf ihr achten müsst, um eure digitalen Produkte wie E-Books, Kurse, Audiodateien, MP4-Dateien und so weiter online zu verkaufen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bis zum Schluss dran, um zu lernen, wie ihr das machen könnt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne jetzt machen. Ich sehe nämlich immer wieder, dass ein paar von euch meine Videos schauen, aber keine Abonnenten sind. Wenn euch Content zum Thema E-Commerce, Online-Geld verdienen, Affiliate-Marketing, digitale Produkte, Online-Shop erstellen und so weiter interessieren, dann lasst mir gerne ein Abo da, denn ich zeige euch auf meinem Kanal alles for free. Ihr müsst bei mir keine Kurse kaufen. Ich zeige euch, wie man online Geld verdienen kann für 0 Euro. Ihr findet wie immer alle weiteren Infos, Videos, Playlists unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Wenn ihr noch keinen Shopify-Account habt, dann könnt ihr unter meinen Videos bei dem grünen Herz diesen Link finden. Da klickt ihr dann drauf. Und dann könnt ihr Shopify 3 Tage lang kostenlos testen und im ersten Monat dann nur 1 Euro bezahlen. Ihr gebt da einfach eure E-Mail-Adresse ein, klickt auf kostenlos testen und schon könnt ihr euren Shopify-Account kreieren und damit starten. Wenn ihr euch dann registriert habt, kommt ihr auf dieses Dashboard. Ich bin jetzt hier bei mir eingeloggt. Ich zeige euch, wie ihr so einen Shop erstellen könnt. Das ist jetzt mein Shop, wo ich digitale Produkte verkaufe. Ich verkaufe hier meine Großhändlerlisten. Das sind E-Books, beziehungsweise eigentlich sind das Excel-Tabellen. Das sage ich auch hier in der Beschreibung. Das ist auch immer ganz wichtig. Hier kaufen eben meine Kunden ein digitales Produkt von mir. Ich habe dieses digitale Produkt einmal erstellt. Ich habe es immer wieder überarbeitet. Die Kunden kriegen auch die überarbeitete Version immer wieder gratis, wenn ich da wieder was verändere. Aber im Endeffekt habe ich mir einmal die Mühe gemacht und das Produkt dann hier eingestellt. Und der Kunde bekommt das Produkt dann nach dem Kauf als Download. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr so einen Shop erstellen könnt mit Shopify. Und was wir dafür als allererstes machen, ist erstmal das Produkt anzulegen. Weil hier sind ein paar Sachen anders, als wenn wir ein physisches Produkt anlegen. So, ihr seht jetzt, hier sind meine Produkte gelistet. Ich habe jetzt noch nicht so viele im Online-Shop drin. Es werden mehr kommen. Bleibt gespannt. Aber dazu erzähle ich euch in einem anderen Video mehr. Wenn ihr ein neues Produkt hinzufügen möchtet, dann klickt ihr hier oben rechts auf Produkt hinzufügen. Aber wir gehen jetzt einfach mal in ein bestehendes Produkt rein und ich zeige euch, worauf ihr da achten müsst. Und zwar geben wir hier ganz normal ein Titel, Beschreibung. Da könnt ihr, wie gesagt, von mir aus auch ChatGPT nutzen oder auch die KI von Shopify selbst. Das habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Und ganz wichtig, bei Versand, dieses Produkt erfordert den Versand, da darf kein Häkchen gesetzt werden. Weil dieses Produkt wird ja nicht von euch verschickt mit der Post. Deswegen darf da kein Häkchen sein. Dann versteht Shopify automatisch, okay, es handelt sich hier um ein digitales Produkt. Wenn das Häkchen nämlich nicht angeklickt ist, steht hier auch direkt, dass man sich hier und da Informationen holen kann zu digitalen Produkten und Services mit Shopify. Also hier kein Häkchen setzen. Und das sind dann auch schon die wichtigsten Dinge, die man bei der Produkterstellung einstellen muss. Hier rechts müssen wir das Produkt dann zu einer Kollektion hinzufügen. Eine Kollektion ist eine Kategorie. Wenn ich jetzt zum Beispiel E-Books und Kurse verkaufe, dann ist eine Kollektion E-Book, eine Kollektion ist ein Kurs, damit die Produkte eben einkategorisiert werden in diese Kollektion. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier so eine Kollektion für digitale Produkte. Die ist ganz wichtig, denn bei digitalen Produkten ist es steuerlich so, dass die Mehrwertsteuer so hoch sein muss, wie in dem Land, wo der Kunde sitzt. Und damit das passiert, müssen wir Folgendes machen. Wir gehen hier unten links auf die Einstellungen und dann klicken wir hier in der Leiste auf Steuern und Zollgebühren. Wir scrollen bis ganz nach unten und hier seht ihr, ist bei mir dieses Häkchen-Gesetz, das muss dann bei euch auch gesetzt sein, und zwar Mehrwertsteuer auf digitale Produkte erheben. Wenn dieses Häkchen gesetzt ist, dann bekommt ihr diese Kategorie, diese Kollektion, wo ihr dann sagen könnt, alle Produkte, die in dieser Kollektion sind, dafür gilt dann, dass die Mehrwertsteuer auf digitale Produkte erhoben wird und die Mehrwertsteuer sich dem Land anpasst, wo der Kunde sitzt.
Das ist ganz, ganz wichtig für Kunden aus Europa. Wir haben das Häkchen gesetzt, wir speichern das ab und dann gehen wir rüber auf Kollektionen und dann habt ihr hier die Kollektion Digital Goods VAT Tags und dann klickt ihr drauf und könnt dann hier die Produkte einfügen, die ihr da haben wollt. Die sind jetzt hier bei mir natürlich drin. Ihr klickt einfach auf Durchsuchen und dann werden euch die Produkte angezeigt, die ihr eben vorhin angelegt habt und ihr klickt die an, klickt auf Fertig und schon sind sie hier richtig einkategorisiert. Das war's dann auch schon. Ihr geht auf Speichern und dann habt ihr die Produkte hier drin und Shopify erkennt ganz genau, dass das digitale Produkte sind. Das sind die wichtigsten Einstellungen für die Produkterstellung. Wie bekommt der Kunde aber jetzt das Produkt, wenn er es bestellt hat? Dafür brauchen wir die App Digital Downloads und da klicke ich jetzt mal drauf. Ihr könnt die euch gratis herunterladen. Das ist eine Shopify-App und hier seht ihr, sind bereits alle meine Produkte drin. Was man hier machen kann in der App, ist einmal zu sehen, welche Produkte sind denn da drin gelistet und wer hat was bestellt, plus wie oft wurde das Produkt heruntergeladen. Und man kann hier eben verschiedene Einstellungen tätigen, zum Beispiel die E-Mail-Vorlagen anpassen, also Download ist bereit, dann sieht die E-Mail so aus. Man kann hier den Text, der eben nicht in diesen Klammern ist, anpassen, wenn der dann zum Beispiel auf Englisch steht. Oder die Aktualisierung der digitalen Datei. Die Vorlage kann man auch bearbeiten. Ich habe euch ja gesagt, dass ich die Dateien manchmal überarbeite und der Kunde dann automatisch die neueste Version bekommt. Und da kann man hier eben auch das Template anpassen. Das geht easy peasy, Leute. Ihr müsst einmal nur diesen Text anpassen und das, was in den Klammern ist, das habt ihr da schon drin. Hier steht auch noch, was das bedeutet, das, was in den Klammern ist. So, dann habt ihr die E-Mail-Vorlage erstellt und dann könnt ihr hier noch sagen, soll die digitale Datei beim Checkout, also wenn der Kunde bezahlt hat, direkt auch zum Download zur Verfügung gestellt werden. Und das habe ich auch aktiviert. Also mein Kunde kriegt das einmal per E-Mail und einmal auch direkt im Shop, wenn er bezahlt hat. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich denke mir so, warum nicht? Ne? Also wenn jemand bezahlt hat, dann kann er doch sein Produkt direkt runterladen. Wie tun wir aber jetzt die digitale Datei wirklich zu dem Produkt einfügen, also hochladen? So, ihr habt jetzt die App heruntergeladen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Produkte und dann klicken wir auf ein Produkt, das wir erstellt haben. Also legt wirklich erstmal die Produkte an. Und dann könnt ihr hier oben rechts bei weitere Aktionen einmal drauf tippen und Add Digital File klicken. Und darüber könnt ihr dann eine PDF, eine MP3, MP4, was auch immer, anhängen. So einfach geht das. Das wird dann automatisch übertragen. Also ihr klickt da drauf, dann kommt ihr hier rüber. Hier seht ihr, da ist meine Datei und ich könnte jetzt hier einfach auf Dateien hinzufügen gehen und eine Datei hinzufügen oder die Datei ersetzen. So einfach geht das. Hier kann ich zum Beispiel die Datei auch wieder herunterladen oder löschen und mehr muss man nicht machen. Was man hier noch machen könnte, ist bei Fulfillment entscheiden, ob die Datei automatisch gesendet wird oder manuell. Ich habe es auf automatisch, das ist einfach einfacher für mich. Und ob man die unbegrenzt herunterladen kann. Da kann man zum Beispiel auch sagen, okay, möchte ich nur, dass man es 3-mal herunterladen kann oder so. Ich habe es jetzt auf unbegrenzt, weil, mein Gott, man hat dafür bezahlt, dann kann man es sich auch 1000-mal runterladen. Das macht mir nichts aus. Aber es kommt natürlich aufs Produkt an. Dann haben wir jetzt geklärt, wie man die Produkte anlegt und wie das Produkt dann zum Kunden kommt. Jetzt kommen wir aber zum rechtlichen Teil, der darf nämlich nicht vergessen werden. Und zwar, einmal müssen wir beachten, dass wir beim Versand der Bestellbestätigung, wenn ich was bestelle, kriege ich ja per E-Mail eine Bestellbestätigung, wo steht, vielen Dank für den Einkauf, bla bla bla. Wir müssen dann mitschicken die Rechnung, die AGBs und die Widerrufsbelehrung. Wie machen wir das? Wir laden uns runter die App Order Printer Pro. Über die App können wir unsere Rechnungstemplates anpassen. Wenn wir auf Manage Templates gehen, dann können wir da sagen Receipt Invoice, das bedeutet Rechnung auf Englisch. Da können wir einmal drauf gehen und dann hier auf Preview, da können wir sehen, wie die Rechnung aussieht. Und wenn wir auf Code gehen, können wir dann, wie vorhin noch schon gezeigt, hier sieht es vielleicht ein bisschen kompliziert aus, ich mache mal das Fenster auf, können wir dann da bei dem Text, der nicht in diesen geschweiften Klammern steht, da müssen wir ein bisschen suchen, zum Beispiel hier den Text, wenn da zum Beispiel auf Englisch stehen würde oder so, können wir den Text dann einfach ins Deutsche übersetzen. Also da muss man ein bisschen rumspielen, ein bisschen gucken, falls der Text automatisch auf Englisch ist.
was eigentlich meistens der Fall ist, dass man da dann eben den Text übersetzt. Und dann muss man halt immer wieder rübergehen und dann würde man zum Beispiel sehen, hier steht noch Customer, dann müsste ich nach Customer suchen, indem ich auf dem Mac Command F, auf dem Windows mit Steuerung F gehe. Und dann öffnet sich hier so ein Suchfeld, dann kann ich eingeben Customer. Wenn Customer noch da steht, würde dann das Wort Customer auftauchen. Ne? Und dann würde hier jetzt auch stehen, Customer ist gleich Customer, aber wir sagen, Customer ist gleich Kunde. Bei uns heißt der Kunde, weil wir eine deutsche Rechnung verschicken. Und so könnt ihr das machen. Ihr könnt hier auch einfach nur den Text euch selbst angucken und die ganzen Felder selbst übersetzen, weil die werden erstmal auf Englisch sein, wie gesagt. Dann geht ihr wieder auf Preview und guckt, ob alles passt und speichert das Ganze ab. Wenn ihr dann eure Rechnung erstellt habt, dann möchtet ihr, dass diese Rechnung automatisch per E-Mail verschickt wird. Ihr geht dann hier auf Automated PDFs und dann sucht ihr euch das Template aus. Das sind einmal die Rechnung, die ist schon ausgewählt. Gehen auf Setup PDF-Link und dann müssen wir hier eigentlich nicht mehr viel machen. Wir sagen, okay, Size soll Letter Size sein. Das lasse ich einfach immer so. Wir möchten, dass die hinzugefügt wird bei der Bestellbestätigung. Text, Rechnung herunterladen. Sieht dann so aus, wird dann hier gezeigt. So wird das dann aussehen. Dann gehen wir auf Next Step. Und dann wird uns hier schon der Code zum Kopieren geliefert. Wir können hier draufklicken und einfach den Code kopieren. Und dann wird uns auch direkt gesagt, wo wir den Code einfügen müssen. Und zwar gehen wir dann gleich auf die Einstellungen und dann auf die Benachrichtigungen, um dann die Order Confirmation E-Mail zu bearbeiten. Da fügen wir dann nämlich genau hier den Code ein, den wir gerade rauskopiert haben. Also hier steht Zeile 53. Es kann sein, dass es eine andere Zeile ist. Wichtig ist, dass man guckt, dass vorher und nachher das gleiche steht. Also vor dem Doctype HTML und End Capture. Da kann man sich das merken. So, wir haben den Code kopiert. Wir gehen dann einfach direkt hier drauf. Das führt uns dann eben in die Einstellungen und dann in die Benachrichtigungen. Und ich gehe mal kurz raus. Wir sind dann hier in die Bestellbestätigung reingekommen. So, da sehen wir einmal die Vorschau. Dann gehen wir hier oben auf Code bearbeiten und suchen die Zeile, wo wir den kopierten Code eben einfügen können. So, wir haben ja gesehen, da stand irgendwas von Code 52 oder 56. Das ist aber hier zum Beispiel dann gar nicht richtig. Deswegen scrolle ich noch ein bisschen weiter runter und suche mal nach diesem Doctype mit Steuerung F. So, und dann sehen wir, bei mir ist das jetzt Zeile 24. Da ist dieses End Capture, was wir gesehen haben. Und hier ist bei mir dieser Code drin. Also, drückt dann, wie gesagt, auf Steuerung F oder Command F, um hier nach Doctype zu suchen. Und dann könnt ihr hier den Code einfügen, den ihr vorhin rauskopiert habt. Dann speichert ihr das alles und schon kann man sich die Rechnung herunterladen über die Bestellbestätigungs-E-Mail. Wir bleiben jetzt aber kurz hier drin, weil wir möchten ja auch, dass die Kunden sich als PDF herunterladen können, die AGBs und die Widerrufsbelehrung. Das ist nämlich Pflicht, dass die mitgeschickt werden in der Rechnung beziehungsweise in der Bestellbestätigung. Und hier scrolle ich jetzt ganz runter, denn so sieht das aus. Das ist der Code, um die AGBs und das Widerrufsrecht mit einzupasten. Ich weiß nicht mehr, woher ich den habe, beziehungsweise ob der schon hier drin war. Ich werde den rauskopieren und unten in die Videobeschreibung reinpacken, damit ihr den einfach kopieren und einfügen könnt. Ihr müsst einfach nur ganz runter scrollen bei der Bestellbestätigung und einfach nur einfügen. Und dann habt ihr schon eine rechtskonforme Bestellbestätigung, Rechnung geschickt, AGB und Widerrufsbelehrung gesendet. Jetzt kommen wir dann natürlich zum Thema, wie erstelle ich denn eine AGB, Widerrufsbelehrung, also die ganzen Rechtstexte, wie erstelle ich die denn? Und dafür nutze ich hier die IT-Rechtkanzlei. Die haben auch eine eigene App. Und zwar nutze ich das Paket Starter. Das kostet 99 monatlich ohne Steuern. Ich glaube, mit Steuern zahle ich, 11,80 pro Monat. Und das Gute ist, dass die
AGBs und Widerrufsbelehrung haben, die extra für digitale Produkte geeignet sind. Das ist ganz, ganz wichtig für so einen Shop. Ich weiß nicht, ob andere Anbieter das auch haben, aber die haben das auf jeden Fall. Also man kann da einfach klicken auf Jetzt absichern und dann kann man hier unten bei Rechtstexte auswählen, einfach sagen, dass man im Online-Shop auch digitale Inhalte verkauft und dann bekommt man eben das Paket, wo die Texte für die digitalen Inhalte enthalten sind. Ihr macht euch da einen Account, bucht das Starter-Paket, also ich habe das Starter-Paket, ich kann es empfehlen, also meiner Erfahrung nach ist es ganz gut. Und dann könnt ihr euch im Shopify App Store, ihr geht auf Einstellungen, wenn ihr nicht wisst, wie man auf den App Store kommt, auf Apps und Vertriebskanäle und dann könnt ihr hier rechts zum Shopify App Store und dann schreibt ihr rein IT-Recht-Kanzlei oder IT-Recht AGB-Schnittstelle heißt die und dann könnt ihr die installieren. Hier steht zwar, dass die rund $10 pro Monat kostet, aber wenn ihr das Paket gebucht habt, dann müsst ihr hierfür nicht extra zahlen. Wenn ihr die installiert, meldet ihr euch dann nämlich mit euren Daten an und dann erkennt die Schnittstelle eben, dass ihr schon ein Paket gebucht habt und dann müsst ihr nicht extra buchen. Und wenn wir die App installiert haben, dann sieht das hier so aus. Hier können wir dann einfach Impressum, AGB, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung direkt anpassen. Und zwar werden uns dann einfach nur ein paar Fragen gestellt. Wir klicken jetzt hier zum Beispiel bei AGB, da seht ihr, das ist extra für digitale Inhalte, genau wie hier extra für digitale Inhalte ausgerichtet. Wir klicken auf Konfigurieren und dann müsst ihr hier einfach nur die Fragen beantworten. Mehr müsst ihr da nicht machen. Ihr geht dann runter, beantwortet alle Fragen, klickt auf Speichern und Übertragen und schon bekommt ihr automatisch einen Rechtstext, der dann eben bei euch auf der Seite angezeigt wird. Den Text seht ihr dann erst direkt auf eurer Webseite. Und ich zeige euch jetzt wie. Und zwar sind ja auf den meisten oder auf fast allen Webseiten die Rechtstexte ganz unten im sogenannten Footer in der Fußzeile eingebettet. Und wir müssen erstmal dieses Menü erstellen, wo diese ganzen Seiten drin verlinkt sind. Das machen wir, indem wir auf Online-Shop gehen, dann auf die Navigation und dann auf Fußzeilenmenü. Und hier können wir dann einen Menüpunkt hinzufügen. Dann können wir sagen, wir fügen hier hinzu die AGBs, dann die Verlinkung dahin. Dafür gehen wir auf Richtlinien und die AGBs sind die Terms of Service. Und dann gehen wir auf Hinzufügen und dann sind da die AGBs drin. Das macht ihr dann einfach mit allen Rechtstexten, die ihr über die IT-Recht-Kanzlei erstellt habt, über diesen Fragebogen sozusagen, den ich euch gerade gezeigt habe. Und wenn ihr dann auf AGB klickt, dann wird hier automatisch der von der IT-Recht-Kanzlei verfasste Text eingefügt. Und man sieht dann sogar ganz unten, dass ihr den Text von der IT-Recht-Kanzlei habt und wann der geupdatet wurde. Was natürlich auch nicht fehlen darf, rechtlich gesehen, ist der Cookie-Banner und dafür nutze ich die App Consentmo GDPR. Das ist diese App hier, wie ihr sehen könnt, die ist auch ziemlich bekannt. Sehr viele Shops in der EU nutzen diese App und ich eben auch. Ich kann die euch wirklich sehr empfehlen. Die kostet, wenn ihr weniger als 10.000 Impressionen pro Monat habt, gar nichts und ab 10.000 bis 30.000 kostet die $8 pro Monat. Ist auf jeden Fall eine sehr gute App und Leute, man muss einfach darauf achten, dass man einen rechtskonformen Shop hat und somit ist die App sehr wichtig. So, und das funktioniert dann hier eigentlich ganz einfach. Ich klicke auf die App und dann habt ihr hier die ganzen Felder. Dann gehen wir mal auf Allgemein und dann könnt ihr hier entscheiden, für welche Länder was aktiviert werden soll. Also GDPR ist das, was wir in der EU brauchen. Das ist ganz wichtig. Das ist die Datenschutzrichtlinie. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt. Datenschutzrichtlinie wahrscheinlich einfach. Die ist sehr wichtig. Dann das Design können wir anpassen. Ne? Wo soll der Cookie-Banner angezeigt werden? Schriftgröße. Und da seht ihr dann auch direkt, wie das aussehen würde. Und am wichtigsten hier Cookie-Leiste. Da könnt ihr den Text einfügen. Hier werdet ihr dann auch schon bei Installation einen Text finden, wahrscheinlich auf Englisch. Ihr könnt dann einfach den Text auf Deutsch übersetzen. Ihr kopiert den in DeepL oder Google Translate, was auch immer ein und fügt dann hier den deutschen Text ein. Das macht ihr dann mit all den Feldern. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Da übersetzt ihr einfach nur die Texte, speichert das alles ab und am Ende habt ihr einen rechtskonformen Cookie-Banner.
Und somit haben wir ganz einfach einen Shop erstellt, über den wir digitale Produkte verkaufen können. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, dann packt mir die Fragen mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da für gutes Karma. Und dann sage ich noch Dankeschön, dass ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Talk to me nice.